Liebe Liliane Weisberg, lieber Offa Waldmann, liebe Gäste, liebe Freundinnen und Freunde des Jüdischen Museums Berlins. Mein Name ist Daniel Wildmann und ich bin der Programmleiter der Michael Blumenthal Akademie des Jüdischen Museums Berlin. Ich möchte Sie sehr herzlich zur 5. und abschließenden Veranstaltung unserer digitalen Vortragsreihe Déjà-vu, eine neue Suche nach alten Antworten, begrüßen. Für diejenigen, die heute zum ersten Mal dabei sind. Wir laden unsere Referentinnen und Referenten ein, gemeinsam mit Offa Waldmann unserem Publikum deutsch-jüdische Intellektuelle des 20. Jahrhunderts vorzustellen und eine Auswahl ihrer Schriften zu lesen, die für unsere Gegenwart relevant sind. Im Mai diskutierte Delphine Aurieux die Frage der Säkularisierung des klassischen Hebräisch, also die Erfindung des Ivrit, des modernen Hebräisch. Sie diskutierte diese faszinierende Frage anhand eines Briefes von Gershom Scholem aus dem Jahre 1926. Im Juni teilte Moshe Sakal mit uns seine Fragen zum Status von Minderheiten, zu Zugehörigkeit und Diaspora, basierend auf Schriften von Magnus Hirschfeld und seiner Reise ins Mandatgebiet Palästina im Jahre 1931. Und im September legte Jael Kupferberg unsere Aufmerksamkeit auf Max Horkheimer und seine Überlegungen zum sogenannten Bilderverbot. Im Oktober sprach Eva Illouz über Jean Amery, der bereits 1969 den linken Antizionismus als, wie er es beschrieb, ehrbaren Antisemitismus, eine schwer zu bekämpfende Form des zeitgenössischen Antisemitismus, analysierte. Heute spricht die Literaturwissenschaftlerin Liliane Weisberg über Moses Mendelssohn, Hannah Arendt und die Frage nach der jüdischen Assimilation. Hannah Arendt stellte 150 Jahre nach Mendelssohn die Assimilationsbewegung in Frage und beharrte auf der Eigenständigkeit der jüdischen Erfahrung als jener von bewussten Außenseitern, Conscience Pariahs, wie sie es beschrieb. Wie lässt sich nun mit Hannah Arendts Urteilen auf die Gegenwartsgesellschaft blicken? Wir freuen uns sehr, dass Offa Waldmann unsere digitale Vortrags- und Gesprächsreise moderiert. Offa Waldmann promovierte in Geschichte und Germanistik und ist Autor mehrerer Bücher und Hörspiele. Sein erstes Buch, Singular Kollektiv Erzählungen, wurde 2023 im Waldstein Verlag veröffentlicht. 1924 publizierte Offa Waldmann und Sascha Marianne Salzmann ihren Briefwechsel über die Welt nach dem 7. Oktober und den Titel Gleichzeit. Und im Oktober 2025 hat der Waldstein Verlag Offa Waldmann neuestes Buch mit dem Titel Verkämpftes Land, Beobachtungen aus Israel während des Krieges veröffentlicht. 2021 wurde Offa Waldmann für die Produktion Adolf Eichmann, ein Hörprozess, mit dem Deutschen Hörspielpreis ausgezeichnet. Und seit dem Sommer 2025 ist Offa Waldmann Leiter der Heinrich-Böll-Stiftung in Tel Aviv. Aber bevor wir beginnen, möchte ich meine Kolleginnen Anna Pollmann, Sinja Rosbach, Lea Simon, Katja Wacke und Juliane Ganzer für die Organisation dieser Veranstaltung danken. Und wir möchten uns zudem auch ganz besonders bei der Bertolt Leibinger Stiftung für die wirklich großzügige Unterstützung der Digital Lecture Series sehr bedanken. Liebe Liliane Weisberg, lieber Offa Waldmann, ich freue mich sehr, dass Sie zumindest digital mit uns seid. Offa, over to you. Vielen lieben Dank, lieber Daniel, für diese sehr freundliche Vorstellung. Auch von mir Dank an das Team des Jüdischen Museums Berlins. Wir treffen uns heute zum letzten Mal quasi oder begeben uns auf unsere neue Suche nach alten Antworten zum letzten Mal. Vielen Dank, Liliane Weisberg, die heute mit uns ist.
Bevor ich beginne und ein bisschen in das Thema eintauche, möchte ich an dieser Stelle einen Namen erwähnen, eines guten Freundes, der gestern von uns ging, Micha Brumlik, eine wichtige Stimme, ein Public Intellectual in so vielen Themen. Seine Stimme wird uns fehlen. Yeh Zichro Baruch. Heute Abend denken wir auch an dich, Micha. So, in den Texten, die Liliane Weisberg uns geschickt hat, steht der Satz von Hannah Arendt, ich zitiere: Die moderne Judenfrage datiert aus der Aufklärung. Die Aufklärung, das heißt die nicht-jüdische Welt, hat sie gestellt. Ihre Formulierungen und ihre Antworten haben das Verhalten der Juden, haben die Assimilation der Juden bestimmt. Zitatsende. Die Aufklärung also ist die nicht-jüdische Welt. Der Jude, die Jüdin stehen ihr gegenüber, werden von ihr fremdbestimmt oder wie Arendt sagt, das Verhalten der Juden, ihre Assimilation werden von ihr bestimmt. Der Schlüsselbegriff für mich hier ist der Abstand, ist die Distanz der Juden zur Aufklärung. Eine Distanz, die eine Beobachtung, eine Kritik zulässt, aber auch Ein- und Ausgrenzung. Und mir scheint, wenn ich jetzt auf unsere Reihe zurückblicke, dass dieser Begriff Distanz ein Leitfaden der Reihe ist, die heute ihre letzte Veranstaltung erfährt. Wie Daniel bereits erwähnt hat, mit Delphine Orvilleur sprachen wir über die Distanz zwischen der hebräischen Sprache und Zion, dem sogenannten Heiligen Land. Und was passiert, wenn die Distanz überwunden wird? Werden dann die Katastrophen, mit denen nach Gershom Scholem die hebräische Sprache schwanger ist, werden sie entfesselt in dem Moment, wo diese Distanz überwunden wird? Mit Moshe Sakal haben wir ebenfalls über die nötige Distanz, die Kluft, die der sichere Hafen für die queere Community von der allgemeinen Gesellschaft vor 100 Jahren in Berlin gebraucht hat. Ein sicherer Hafen, der von Magnus Hirschfeld geschaffen wurde. Mit Joel Kupferberg sprachen wir ebenfalls über die Distanz zum Unbegreiflichen, zu einem Objekt, das nicht dargestellt, das nicht begriffen werden kann oder darf in Form des Bilderverbots. Eine Distanz, die nochmal eine kritische Beobachtung zulässt, eine inhärente Skepsis sozusagen, die den Beobachter, die Beobachterin vom Totalen und das heißt auch von der Totalitären bewahrt. Und nochmal eine Distanz, wenn überwunden, wenn alles quasi also dargestellt und verkörpert werden kann, eine Distanz, in deren Überwindung dann den Weg in die politische Katastrophe führt. Und schließlich haben wir mit Eva Illouz gesprochen über Jean Marie, über die Distanz zwischen Israel und Diaspora, aber auch über die Distanz zwischen dem linken jüdischen Intellektuellen Amari und seiner unmittelbaren Umgebung, die, wie er schreibt, immer antisemitischer wird. Also zwischen zwei Distanzen sozusagen. Seine Distanz zu Israel, seine Distanz zu seiner unmittelbaren Umgebung und die melancholische, wie er schreibt, die melancholische Einsamkeit, zu der das Ganze geführt hat. Und heute zu meiner großen Freude sprechen wir mit Liliane Weisberg und Hannah Arendt sozusagen wir schauen auf Moses Mendelssohn. Wir messen die Distanz zwischen dem jüdischen Denker und der Welt der Aufklärung, die, wie Arendt sagt, eine grundsätzlich nicht jüdische Welt ist. Und Arendt fragt, ob die Distanz zwischen dem Juden und der Gesellschaft oder der Aufklärung oder der Geschichte, ob diese Distanz überwindbar ist und falls ja, zu welchem Preis. Aber gleichzeitig schauen wir auf Hannah Arendt. Auf Hannah Arendt, die in den 30ern in ihrer berühmten Rachel van Warnhagens Biografie über die Liliane Weisberg ebenfalls geschrieben hat. Arendt schreibt dort, aus dem Judentum kommt man nicht raus. Das heißt, Arendt tut in dem Blick auf Moses Mendelssohn das, was wir heute tun. Sie ist auf einer für sie neuen Suche nach alten Antworten. Und es freut mich wirklich sehr, dass wir heute mit Liliane Weisberg, Professor Liliane Weisberg, auf diese Suche gehen, die ich sehr gerne kurz vorstelle. Liliane Weisberg ist Christopher H. Brown Distinguished Professor in Arts and Sciences und Professor of German and Comparative Literature an der University of Pennsylvania. Zugleich ist Liliane Weisberg Mercator Fellow am Interdisziplinären Zentrum für die Erforschung der Aufklärung an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Sie forscht und unterrichtet zu deutscher, amerikanischer und französischer Literatur in den Bereichen Cultural Studies und Literaturtheorie. Unter ihren zahlreichen Veröffentlichungen finden sich eine, wie gesagt, kritische Edition von Hannah Arendt, Rachel Varnhagen, Lebensgeschichte einer deutschen Jüdin aus der Romantik, die Anthologie Affinität wider Willen, Hannah Arendt, Theodor W. Adorno und die Frankfurter Schule und Psychoanalysis, Fatherhood and the Modern Family. Am Jüdischen Museum in Frankfurt kuratierte Liliane Weisberg die Ausstellung Juden, Geld, eine Vorstellung und am Deutschen Historischen Museum Berlin die Ausstellung
Was ist Aufklärung? Fragen an das 18. Jahrhundert. Liebe Professor Liliane Weisberg, liebe Liliana, ich freue mich sehr auf den Vortrag und unser Gespräch. Lieber Ofer, lieber Daniel, ganz herzlichen Dank für die Einführung und für die Einladung. Ich muss gleich sagen, ich bin nicht mehr in Halle. Ich war letztes Sommersemester in Halle. Ich bin in Philadelphia, zurück zu Hause. Und wir haben jetzt eine Veranstaltung, ich hoffe, das Publikum weiß es, die zwischen Berlin und Philadelphia und Tel Aviv stattfinden kann. Das ist eine andere geografische Distanz als die intellektuelle und die zeitliche, von der Sie, Ofer, vorher gesprochen haben. Und vielleicht sollte ich noch ein historisches Datum hinzufügen. Heute ist der 11. November. Das ist kurz nach dem Wiederholung, nach dem Gedächtnis der Kristallnacht, sodass sich die Frage der Assimilation auch in dieser Hinsicht vielleicht auf interessante Weise stellen wird. 1876 veröffentlichte der französische Philosoph Émile Boirac eine Studie mit dem Titel L'avenir des sciences psychiques, die Zukunft der psychologischen Wissenschaften. Dort beschrieb er zum ersten Mal ein seltsames Phänomen, das er Déjà-vu nannte. Es war ein Phänomen, das einerseits mit einer Bestimmung von Erinnerung zu tun hatte, mit der wenige Jahre später auch der Philosoph Henri Bergson sich beschäftigen sollte, und andererseits mit einer Erfahrung, die der Psychoanalytiker Sigmund Freud schließlich als die des Unheimlichen charakterisierte. In Freuds Darstellung erschien etwas bekannt, aber auch gleichzeitig fremd. Versuchte er damit, die Struktur der Erinnerung zu beschreiben, so war für Boirac das Déjà-vu eine Erfahrung, die gerade durch einen gewissen Mangel an Erinnerung entstand. Ich zitiere: Wir begegnen einer Situation, die einer tatsächlichen Erinnerung ähnelt, können uns aber nicht vollständig an diese Erinnerung erinnern. Die Erfahrung würde ein, ich zitiere, Gefühl der Vertrautheit erwecken, das wir nicht ganz einordnen können. Gleichzeitig stellt es eine Brücke dar zwischen dem Damals und dem Jetzt. Dabei wollte Boirac mit Déjà-vu lediglich das Unerklärbare festhalten, denn für die wahrgenommenen Ähnlichkeiten gab es für ihn im Gegensatz zu Freud eigentlich keinen erkennbaren Grund. Dieses Déjà-vu ist vielleicht nicht die gleiche Erscheinung, mit der sich unsere Diskussionsreihe beschäftigen will. Denn hier wird ein älterer Text neu gelesen und mit unserer heutigen Erfahrung in Beziehung gebracht. Ein scheinbares Wiedererkennen ist möglich, aber in der Geste von Rückgriff und Aktualisierung vollbringen wir auch etwas anderes, das ich mit der Arbeit des Übersetzers vergleichen möchte, wie sie Walter Benjamin beschrieben hat. Nach Benjamin verleiht die Übersetzung eines Textes diesem ein neues Leben. Über die Übersetzung wird ein Text ins Hier und Jetzt tradiert. Das, was wir hier versuchen werden, ist der Verweis auf eine solche Tradition und die Aktualisierung des Vergangenheits. Und gleichzeitig, wir möchten die Gegenwart verstehen. Letztendlich bemühen wir uns eigentlich nicht um eine neue Suche nach alten Antworten, wie es im Titel der Diskussionsreihe des Jüdischen Museums heißt, sondern um eine Überprüfung bereits artikulierter Antworten durch ihre Übersetzung in unsere Gegenwart. Dabei stehen gleich zwei Texte zur Debatte, die wie Buchstützen eine Zeit der deutsch-jüdischen Geschichte fassen. Ein Text von Moses Mendelssohn aus dem 18. Jahrhundert und ein Text von Hannah Arendt, geschrieben kurz vor der sogenannten Machtergreifung Adolf Hitlers. Es ist in gewisser Weise auch ein Mison abim. Wir blicken auf beide Texte zurück, aber Arendts Text ist bereits ein Rückblick auf Mendelssohns Werk. Der Begriff, der heute zur Debatte steht, ist der Begriff
der jüdischen Assimilation. Zu Beginn unserer Überlegung steht dabei ein Autor, der für viele als Hauptfigur der deutsch-jüdischen Aufklärung oder Haskalah gesehen wird, Moses Mendelssohn. Vielleicht können wir das erste Bild sehen. Die Möglichkeit der jüdischen Assimilation entstand in der Zeit der Aufklärung mit ihrer Forderung nach jüdischer Emanzipation und Gleichberechtigung. Und die Schrift Mendelssohns, die ich hier in den Mittelpunkt stellen möchte, ist ein kleiner Aufsatz, der zu erklären versucht, was Aufklären bedeutet und was unter einem aufgeklärten Menschen zu verstehen ist. Doch um diesen Text verstehen zu können, müssen wir ein wenig ausholen und die Umstände seiner Publikation beschreiben. Der Berliner Pfarrer Friedrich Johann Zöllner hatte 1783 in der Berlinischen Monatsschrift Bedenken an einigen Projekten der Aufklärung geäußert. So hatte einer der Herausgeber der Zeitschrift, Johann Erich Biester, sich für die Einrichtung der Zivilehe eingesetzt. Und Zöllner antwortete mit einem Beitrag, in dem er über den Schaden nachdenken wollte, den eine solche Institution nicht für die Kirche, sondern für den Staat verursachen könnte. Wichtig ist hier allerdings besonders eine Fußnote, in der er fragte, ich zitiere, was ist Aufklärung? Diese Frage, die beinahe so wichtig ist als was ist Wahrheit, sollte doch wohl beantwortet werden, ehe aufzuklären anfinge. Und doch habe ich sie nirgends beantwortet gefunden. In der Mittwochsgesellschaft, zu dessen Mitgliedern auch Zöllner gehörte, wurde diese Frage bereits seit Monaten diskutiert. Aber nun erschien sie, wenngleich nur in einer Fußnote platziert, im Druck. Und die Herausgeber der gerade in diesem Jahr gegründeten Berlinischen Monatsschrift nahmen sie auf und luden ihre Leser dazu ein, Beiträge zur Beantwortung der Frage einzusenden. Damit schufen Biester und sein Mitherausgeber Friedrich Gedecke eine Werbekampagne für ihre Publikation, bei der zum Ende des Jahrhunderts und eigentlich auch zum Ende der Aufklärungsepoche selbst verhandelt werden sollte, worum es gehen sollte oder worum es eigentlich schon seit Jahrzehnten ging. Mit der Einladung von Zuschriften schuf die Zeitschrift einen öffentlichen Raum für eine Diskussion und stand damit gleichzeitig auch mit der seit 1745 gestellten Preisfragenfolge der Berliner Akademie in Konkurrenz. Über die Zivilehe wurde in diesen Antworten nicht debattiert. Und es ging auch nicht um große Begebenheiten oder politische Anlässe. Das Forum war offen und die Autoren hielten sich an allgemeine Begriffsbestimmungen. Selbst der bekannte Philosoph Immanuel Kant ließ es sich nicht nehmen, der Aufforderung zu folgen und nahm Zöllners Frage gleich als Titel auf. Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung? Kant begann dabei seinen Aufsatz mit einigen Sätzen, die Manifestcharakter zeigen. Ich zitiere: Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache desselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere aude, habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen, ist also der Wahlspruch der Aufklärung. Sapere aude. Dieser Ausdruck war ein Zitat aus den Episteln von Horaz. Sapere aude incipe heißt es dort. Zöllner wollte wissen, was Aufklärung sei, bevor man aufzuklären beginne. Bei Horaz ging es darum, einen Anfang zu machen. Derjenige, der etwas begonnen hatte, hat es eigentlich schon fast getan. Deswegen sollte man es wagen und beginnen. Incipe. Bei Horaz ist dieser Satz das moralische Fazit einer Geschichte. Man sollte nicht warten, bis ein Fluss stillsteht,
um diesen zu überqueren. Kant zitiert diesen Satz von Horaz bereits im Vorjahr in sein Prolegomena zu jedem künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können. Etwas zu beginnen ist eine Tätigkeit. Bei Kant häufen sich jedoch vor allem Hauptworte: Unmündigkeit und Unvermögen, aber auch Mut und Verstand. Ein binärer Kontrast wird aufgebaut, um einen Begriff zu erläutern. Statt Unmündigkeit wird Mündigkeit gefordert, statt Unvermögen Verstand. Und vieles gilt es im Folgenden abzulehnen, Faulheit etwa oder Feigheit. Aber was genau ist diese Mündigkeit und wie soll sie erreicht werden? So scheint es zunächst, dass man sich von Vormündern freimachen sollte, sich von fremder Leitung freisprechen. Aber dies ist nicht nur recht unbequem, sondern auch oft unmöglich. Vielleicht kann es nur wenigen gelingen, sich den eigenen Gebrauch seines eigenen Verstandes zu erarbeiten. Denn es ist schwierig, dem Einfluss anderer zu entkommen, obwohl das Publikum bisweilen auch zu Hilfe kommen kann. Freiheit ist das Resultat, aber auch die Voraussetzung auf diesem Weg. Das neue Individuum muss in einer Gesellschaft mündig werden, die ihm die Freiheit lässt, mündig zu werden und daher auch frei. Der mündige Mensch muss sich von der Fremdherrschaft emanzipieren und dabei teilt sich sogleich sein Handlungsbereich. Ich zitiere nochmals Kant. Der öffentliche Gebrauch seiner Vernunft muss jederzeit frei sein und der allein kann Aufklärung unter Menschen zustande bringen. Der Privatgebrauch derselben aber darf öfters sehr enge eingeschränkt sein, ohne doch darum den Fortschritt der Aufklärung sonderlich zu hindern. Ich verstehe aber unter dem öffentlichen Gebrauche seiner eigenen Vernunft denjenigen, den jemand als Gelehrter von ihr vor dem ganzen Publikum der Leserwelt macht. Den Privatgebrauch nenne ich denjenigen, den er in einem gewissen, ihm anvertrauten bürgerlichen Posten oder Amte von seiner Vernunft machen darf. So muss ein Soldat etwa seinem vorgesetzten Offizier folgen, aber er darf auch öffentlich Kritik an dessen Weisung oder gar am Staat selbst üben. Ich zitiere: Zu dieser Aufklärung aber wird nichts erfordert als Freiheit, und zwar die unschädlichste unter allem, was nur Freiheit heißen mag, nämlich die, von seiner Vernunft in allen Stücken öffentlich Gebrauch zu machen. Aufklärung korrespondiert daher mit Freiheit als öffentlicher Gebrauch der Vernunft. Kant nützt sie, wenn er als Autor in seiner Publikation wie der Berlinischen Monatsschrift veröffentlicht. Seine eigene Kritik am Staat bleibt allerdings begrenzt. Ich zitiere: Wenn denn nun gefragt werden wird, leben wir jetzt in einem aufgeklärten Zeitalter, schreibt er, und antwortet sogleich: Nein, aber wohl in einem Zeitalter der Aufklärung, und macht dies am Jahrhundert Friedrichs fest. Ein Monarch kann somit für eine Gesellschaft bürgen, welche dem Individuum Freiheit lässt. Kant fordert nicht nur diese Freiheit, er zeigt sich auch als ein dankbarer Untertan eines mächtigen, wenn auch aufgeklärten Herrschers. Die Form der Monarchie wird nicht in Frage gestellt, eher die Revolution, denn durch radikale und plötzliche Umschwünge ist Aufklärung, so Kant, nicht zu erreichen. Das Publikationsjahr dieses Aufsatzes ist 1784, 5 Jahre vor der Französischen Revolution. Kants Forderung nach einem freien Meinungsaustausch von Gelehrten impliziert darüber hinaus die Möglichkeit, das Gesagte auch publizieren zu können. Von einer Zensur ist nicht die Rede. Auch hierbei kann der Text datiert werden. Denn Friedrich Wilhelm II., der nur 2 Jahre später, 1786, Friedrich dem Großen auf dem preußischen Thron folgen sollte, verschärfte die Zensur, vor allem hinsichtlich der Behandlung religiöser Fragen. Wie Zöllner
So setzte auch Kant eine Fußnote in seinem Beitrag, die am Ende seines Textes erscheint und die wiederum auf eine Publikation reagiert. Sie verweist nicht auf die Zivilehe, sondern auf eine andere Art der Zweisamkeit. Ich zitiere: In den Büschingschen wöchentlichen Nachrichten vom 13. September lese ich heute, den 30. eben desselben, die Anzeige der Berlinischen Monatsschrift vor diesem Monat, worin des Herrn Mendelssohn Beantwortung eben derselben Frage angeführt wird. Mir ist sie noch nicht zu Händen gekommen, sonst würde sie die gegenwärtige zurückgehalten haben, die jetzt nur zum Versuche dastehen mag, wiefern der Zufall Einstimmigkeit der Gedanken zu Wege bringen kann. Die erste Fassung von Kants Kritik der freien Vernunft war 1781 erschienen. Eine Revision und 2 weitere Kritiken sollten noch folgen, aber Kant war bereits als Philosoph weit über Preußen hinaus bekannt. Das wohl bekannteste Werk des fast gleichaltrigen Mendelssohns, seine Fassung des platonischen Dialogs Phaedon, erschien bereits 1767 und förderte seinen Ruf als zweiten Sokrates. Kant setzt unter seinem Aufsatz das Datum vom 30. September 1784. Und Mendelssohns Antwort auf den Aufruf der Berlinischen Monatsschrift erschien gerade in diesem Monat. Sie war eine Ausarbeitung eines Diskussionsbeitrags für die Berliner Mittwochsgesellschaft, die sich gerade auch der Frage der Zivilehe annahm. Der von Kant in Anbetracht genommene Zufall der Beiträge trat dabei nicht ein. Mendelssohns Aufsatz nahm eine andere Richtung. Sein Essay ist besonders als Gegenstück zu Kants Arbeit interessant. Bereits sein Titel zeigt einen grundlegenden Unterschied, denn Mendelssohn verstand die gestellte Aufgabe als die nach einem Prozess, was heißt aufklären. Damit nahm Mendelssohn die in England und Frankreich gebräuchlichen Verben to enlighten, éclairer auf. Auch er dachte ebenso über den öffentlichen Bereich nach. Während der Bürger bei Kant im privaten Bereich Gehorsam übt und im öffentlichen Bereich als Gelehrter frei seine Meinung äußern darf, so trifft Mendelssohn keine solche Unterscheidung. Stattdessen möchte er die freie Meinungsäußerung je nach Stand und Beruf modifiziert wissen. Er unterscheidet zwischen Menschen und Bürgern. Und es geht ihm um einen Zufall anderer Art. Ich zitiere Mendelssohn: Menschenaufklärung kann mit Bürgeraufklärung in Streit kommen. Gewisse Wahrheiten, die dem Menschen als Mensch nützlich sind, können ihm als Bürger zuweilen schaden. Hier ist Folgendes in Erwägung zu ziehen. Die Kollision kann entstehen zwischen ersten wesentlichen oder zweitens zufälligen Bestimmung des Menschen, mit drittens wesentlichen oder viertens mit außerwesentlichen zufälligen Bestimmung des Bürgers. Sogenannte Kollisionen sind hier nicht nur möglich, sondern werden direkt angesprochen. Vor allem aber sieht er den Begriff der Aufklärung in einem Verhältnis zu 2 anderen: Kultur und Bildung. Alle 3 sind nicht eigentlich inhaltlich neu, nur ist ihr Sprachgebrauch neu. Ich zitiere Mendelssohn: Die Worte Aufklärung, Kultur, Bildung sind in unserer Sprache noch neue Ankömmlinge. Sie gehören vor der Hand bloß zur Büchersprache. Der gemeine Haufe versteht sie kaum. Sollte dies ein Beweis sein, dass auch die Sache bei uns noch neu ist? Ich glaube nicht. Man sagt von einem gewissen Volke, dass es kein bestimmtes Wort für Tugend, keines für Aberglauben habe. Ob man ihm gleich ein nicht geringes Maß von beiden mit Recht zuschreiben darf. Nicht um Fremdherrschaft geht es Mendelssohn hier eigentlich,
sondern um Fremdworte, um eine gelehrte und Büchersprache, die populär gemacht und somit eingemeindet werden soll. Für ihn ist die Bildung dabei der übergreifende Terminus. Ich zitiere: Eine Sprache erlanget Aufklärung durch die Wissenschaften und erlanget Kultur durch gesellschaftlichen Umgang, Poesie und Beredsamkeit. Aufklärung und Kultur gibt Sprache Bildung. Seine Darlegung von Aufklärung, Kultur und Bildung führt bei ihm zu einer wahren Völkertafel. Ich zeige hier eine Völkertafel aus der Steiermark. Man kann sagen, ich zitiere Mendelssohn, man kann sagen, die Nürnberger haben mehr Kultur, die Berliner mehr Aufklärung, die Franzosen mehr Kultur, die Engländer mehr Aufklärung, die Chineser viel Kultur und wenig Aufklärung, die Griechen hatten beides, Kultur und Aufklärung. Sie waren eine gebildete Nation, so wie ihre Sprache eine gebildete Sprache ist. Auch Mendelssohn weist daher zwar nicht auf Horaz, doch auf das antike Griechenland hin. Alles wird aber auch auf die Sprache zurückgeführt. Dies liest sich konservativer als Kants Text, aber Mendelssohns Formulierungen geben auch zu denken. Ist der Autor nicht selbst zwar Mensch, aber kein Bürger Preußens? Sind nur die Worte Aufklärung, Kultur und Bildung neue Ankömmlinge? Oder ist nicht auch der Autor selbst ein Neuankömmling in Berlin, der sich noch dazu die deutsche Sprache angeeignet hatte, um ein deutscher Philosoph zu werden? Besaßen seine Schriften denn die notwendige Politur? Die Politur, die das Äußere der Kultur bilden soll und die Mendelssohn fordert, kann damit auch als eine Forderung einer sprachlichen Immigrations- und Integrationsgeschichte gelesen werden, die vielleicht nicht nur beim Sprachlichen verweilt. Während es Kant um ein Mündigwerden als Lossprechung von einer Fremdherrschaft geht, beschreibt Mendelssohn den Wunsch nach einer Akkulturation. Letztendlich geht es um Emanzipation und Gleichberechtigung, eine Forderung, die zu dieser Zeit sicherlich über den Bereich der Sprache hinausging. Tatsächlich reiht sich dieser Text anderen Arbeiten Mendelssohns aus dieser Zeit gut ein, in denen es um Emanzipation als besondere Frage der Aufklärung geht. Selbstverschuldet war diese Unmündigkeit keineswegs. Inwieweit konnte Kants Schrift für einen Juden gelten? 1783 war Mendelssohns Jerusalem oder über religiöse Macht und Judentum erschienen. Ich habe da ja, danke. Dort hatte er die Gewissensfreiheit für die Vertreter verschiedener Religionen gefordert. Es war ein Buch, das übrigens gerade Zöllner zugleich rezensieren wollte, und sein Text versah er mit einem Bild Mendelssohns als antiken Sokrates. Das ist aus der Zöllnerschen Rezension. Christian Wilhelm von Dohms zweibändige Abhandlung über die bürgerliche Verbesserung der Juden, einem Werk, das Mendelssohn anregen sollte, erschien 1781 und 1783 im gleichen Verlag wie Mendelssohns Phaedon. Und kurz vor der Veröffentlichung seines Aufsatzes über die Frage, was heißt Aufklärung, erschien in der Berlinischen Monatsschrift Mendelssohns Abhandlung über die 39 Artikel der englischen Kirche und deren Beschwörung. Dort richtete sich der Autor unter anderem gegen die Kritik des Göttinger Professors Johann David Michaelis. Michaelis hatte Mendelssohn vorgeworfen, sich negativ über die Artikel der anglikanischen Kirche geäußert zu haben. Mendelssohn antwortete, indem er sich nicht auf den gemeinen Haufen, sondern auf das aufgeklärte Publikum berief und bot einen anderen Kommentar zur Völkertafel sowie der alten Geschichte des neuen Wortes Aufklärung. Ich zitiere aus diesem Text. Schon vor 30 Jahren, als Lessing sein Lustspiel Die Juden herausgab, hatte ein Rezensent in denselben die allumfassende Menschenkenntnis ihm entgegenzusetzen. Es könnte unter den Juden keinen ehrlichen Mann geben.
Und noch jetzt, nach Verfließung solcher Jahre der Aufklärung und Berichtigung der Nationalbegriffe, da es beinahe kein Verdienst mehr ist, die Vorurteile dieser Art abgelegt zu haben, tritt noch immer so mancher Verteidiger derselben, wiewohl mit offenbarer Ohnmacht, in eben diesen gelehrten Blättern auf, gibt sich die vergebliche Mühe, die vortrefflichen Ausarbeitungen eines Doms herunterzusetzen und ihnen so manche kahle Schreiberei vorzuziehen, welche die Vorurteile wider die jüdische Nation wieder in Gang zu bringen suchet. Michaelis, der hier als Rezensent gemeint ist, kritisierte 1754 Gotthold Ephraim Lessings Darstellung eines jüdischen Reisenden in seinem Stück Die Juden folgendermaßen, ich zitiere Michaelis: Der unbekannte Reisende ist so vollkommen gut, so edelmütig, so besorgt, gebildet, dass es zwar nicht unmöglich, aber doch allzu unwahrscheinlich ist, dass unter einem Volke, das die übliche Begegnung der Christen auch zu sehr mit Feindschaft oder wenigstens mit Kaltsinnigkeit gegen die Christen erfüllen muss, ein solch edles Gemüt sich gleichsam selbst bilden könne. Neben möglichen Ressentiments mangle es dem Juden auch, so könnte man Michaelis hier mit Mendelssohn zusammenfassen, an Bildung wie an Politur. Inwieweit musste sich ein Jude akkulturieren? Inwieweit durfte er sich assimilieren? Wechseln wir ins 20. Jahrhundert. Peter E. Gordon weist darauf hin, welchen großen Stellenwert die Kantsche Forderung nach Mündigkeit in der Philosophie Theodor W. Adornos einnimmt. Doch für den Mitautor der Dialektik der Aufklärung, die zuerst 1944, zur Zeit des Zweiten Weltkriegs erschien, ist die Forderung des Königsberger Philosophen nach mündigen, ihrer Vernunft nach handelnden Bürger auch ein historischer Optimismus. Dabei erscheint für Adorno das Scheitern der Aufklärung an einem ganz bestimmten Problem sich zu zeigen. Er sieht die Forderung nach der Mündigkeit verbunden mit der Frage nach der Situation der Juden. Ich zitiere: Mir geht es allmählich so, auch unter dem Eindruck der letzten Nachrichten aus Deutschland, dass ich mich von dem Gedanken an das Schicksal der Juden überhaupt nicht mehr losmachen kann, schreibt er 1940 an Max Horkheimer. Und ich zitiere weiter: Oftmals kommt es mir vor, als wäre all das, was wir unter dem Aspekt des Proletariats zu sehen gewohnt waren, heute in furchtbarer Konzentration auf die Juden übergegangen ist. Ich frage mich, ob wir nicht, ganz gleich wie es mit dem Projekt wird, die Dinge, die wir eigentlich sagen wollen, im Zusammenhang mit den Juden sagen sollten, die den Gegenpunkt zur Konzentration der Macht darstellen. In der ersten publizierten Fassung der Dialektik der Aufklärung von, das ist ein bisschen zu früh, macht nichts, Fassung der Dialektik der Aufklärung von 1947 fügten Adorno und Horkheimer ihren sogenannten Fragmenten dann die Elemente des Antisemitismus an, die zwar zum Ende ihres Buches erschienen, aber sicherlich mehr sind als ein Anhang. 1932 veröffentlichte Hannah Arendt, hier ist sie, ihren Aufsatz Aufklärung und Judenfrage in der Zeitschrift für die Geschichte der Juden in Deutschland. Sie lebte zu dieser Zeit noch in Deutschland und in Berlin. Auch Arendt sah das Projekt der Aufklärung als eigentlich gescheitert an und setzte bereits hier, ein Jahr vor der Machtübernahme Adolf Hitlers, die Situation der Juden in den Mittelpunkt. Ich zitiere: Die moderne Judenfrage datiert aus der Aufklärung. Die Aufklärung, das heißt die nichtjüdische Welt, hat sie gestellt, schrieb sie dort. Ich zitiere: Ihre Formulierungen und ihre Antworten haben das Verhalten der Juden, haben die Assimilation der Juden bestimmt. Seit Mendelssohns wirklicher Assimiliertheit und seit Dohms Werk über die bürgerliche Verbesserung der Juden tauchen in der Diskussion über die Emanzipation
immer wieder die gleichen Argumente, das ist ein bisschen zu früh, wenn wir nochmal zurückgehen könnten. Danke. Tauchen in der Diskussion über die Emanzipation immer wieder die gleichen Argumente auf, die in Lessing ihren Kronzeugen haben. Ihm verdankt sie die Propagierung von Menschlichkeit und Toleranz wie die Trennung von Vernunft und Geschichtswahrheiten. Nicht Menschen und Bürger werden hier getrennt wie bei Mendelssohn, sondern Vernunft und Geschichtswahrheiten nach Lessing unterschieden. Dabei fiel ihr Urteil über Mendelssohns wirkliche Assimilation negativ aus. Seine Forderung nach Akkulturation verstand Arendt als einen letztendlich vergeblichen Versuch der Assimilation. Ein vergeblicher Versuch für ihn, aber besonders auch für jene Juden, die ihm folgten. Arendt definierte Aufklärung dabei etwas anders. Es gehe der Aufklärung um keine Wahrheit, argumentierte sie, denn man wollte sie nicht mehr. Sie ging, wie auch das Beispiel der 3 Ringe in Lessings Drama Nathan der Weise zeigt, bereits verloren. Stattdessen ging es um den Menschen. Ich zitiere: Wichtiger als die Wahrheit ist der Mensch, der sie sucht. Und gerade hierbei musste die Aufklärung scheitern. Mendelssohn mochte noch den Weg in diese Assimilation zeigen, aber der Weg zur rechtlichen Emanzipation durch die Anpassung war, bei der Weg zur rechtlichen Emanzipation durch die Anpassung gezeichnet war. Die Forderung nach gleichen Rechten wurde jedoch mit einem Ruf nach Gleichmachung verwechselt. Das war nach Arendt die falsche Völkertafel. Ein Jahr später, am 7. April 1933, jetzt kommt das Bild, veröffentlicht Arendt einen Artikel in der Jüdischen Rundschau, der Zeitschrift der Zionistischen Vereinigung in Deutschland, mit dem Titel Originale Assimilation. Geschrieben zum Anlass des 100. Todestages von Rachel Varnhagen, folgt er gleich nach einem Wiederabdruck des Essays zur Judenfrage von Theodor Herzl und beginnt mit dem Satz, ich zitiere: Die jüdische Assimilation scheint heute in Deutschland ihren Bankrott anmelden zu müssen. Damit stellte Arendt nochmals ganz deutlich das Ende eines Projekts fest, das mit Mendelssohn ihren Anfang gefunden hatte. In ihrem Buch Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, das in der amerikanischen Fassung 1951 erschien, geht Arendt genauer darauf ein und versucht zu zeigen, warum. Bei ihr steht der Teil Antisemitismus gleich zu Beginn ihres Buches. Sie beschäftigt sich dort mit der Aufklärung und versucht zu beschreiben, wie sich gerade nach dem Erhalt der Emanzipation und damit der bürgerlichen Rechte diese Errungenschaften als fraglich zeigten. Die politischen und die sozialen Sphären traten auseinander und die politische Gleichstellung als Bürger hat keine Anerkennung im sozialen Bereich zur Folge. Versuche von Juden, sich durch Konversion, Heirat mit Vertretern der Mehrheitsgesellschaft oder durch Namenswechsel einen sozialen Aufstieg zu verschaffen, hatten nur neue Vorurteile zur Folge. Der als Paria wahrgenommene Jude wurde lediglich zum Parvenu. Arendt versuchte einen anderen Weg zu weisen. Anstatt Parvenu zu sein, sollte sich der Paria zu einem sogenannten bewussten Paria wandeln. Die wenigen bewussten Parias, die sie nennen wollte, gerade nicht Herzl, aber Heinrich Heine oder Franz Kafka, konnten in ihrer Außenseiterposition sogar einen wichtigen Vorteil erkennen. Sie hielten eine Position inne, von der aus sie an der Mehrheitsgesellschaft Kritik üben konnten. Ein Jude sollte sich nach Arendt nicht assimilieren wollen, sondern selbstbewusst politisch handeln lernen. Statt Gleichmacherei forderte Arendt daher eine Anerkennung der Differenz. Damit wäre der Jude nicht mehr Objekt der Aufklärung, sondern würde auf seine Weise mündig werden.
Arendt, die sich mit dem Werk Kants intensiv beschäftigt hatte und später auch Vorlesungen zu Kants politischer Philosophie halten und publizieren sollte, greift das Sapere Aude daher implizit wieder auf und ruft nun dem Paria zu, nicht der nichtjüdischen Welt zu folgen, sondern von seiner Position aus zu beginnen und politisch zu handeln. Ein abstrakter Begriff sollte diese Aufklärung nicht mehr sein. Das Handeln steht im Vordergrund. Die Aktualität der Aufklärung liegt für Arendt damit nicht mehr im Bereich der Philosophie, sondern in dem der politischen Wissenschaften. Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Also ich hätte Ihnen viel länger zuhören können. Das ist also ein spannender Weg, der ja zeitlich wie räumliche Distanzen überwindet. Sie haben vorhin gesagt, zwischen Philadelphia, Berlin und Tel Aviv. Erstmal die Frage zur Distanz. Sie haben zu Beginn Ihres Vortrags gesagt, Assimilation ist die Überwindung von Distanz. Ja, und Assimilation hat natürlich die jüdische Vergangenheit und damit auch Gegenwart geprägt. Und ich habe mich ein bisschen gefragt, was tun wir hier? Sie haben darüber auch oft sinniert am Beginn Ihrer Worte, dieses Déjà-vu, diese neue Suche nach alten Antworten. Also Assimilation als Überwindung von Distanz, die Migration Moses Mendelssohn durch Länder und durch Sprachen in die deutsche Sprache hinein. Sie haben auch darüber geredet, von einem Wettbewerb, einer Konkurrenz zwischen Erinnerung und Geschichte. Damit klingt so ein bisschen Pierre Nora natürlich mit und Norbert Frey. Und Norbert Frey hat mal gesagt, dass wir gerade, also das hat er 2005 geschrieben, wenn ich mich nicht irre, dass wir gerade die Schwelle überschreiten zwischen Erinnerung und Geschichte. Also der Moment, wo bestimmte historische Erfahrungen nicht mehr tradiert sind, sie sind keine lebendige Erinnerung mehr, ist auch ein Begriff von Nora, keine lebendige Erinnerung mehr, sondern sie sind Geschichte. Und ich möchte Sie fragen, Liliane, was machen wir hier heute Abend eigentlich? Ja? Also was tradieren wir? Also ist es so eine Art jüdisches Veigadet ale Bincha, wie aus der Pesach Haggadah, wir versuchen bestimmte historische Erfahrungen von Moses Mendelssohn, von Hannah Arendt zu tradieren, als Erinnerung wachzuhalten, sie quasi zurückzuzerren, sodass sie nicht über diese Schwelle der Geschichte gehen, sodass, und da mit einem Riesensprung ins Hier und Jetzt, sodass sie politisch weiterhin relevant werden. Danke, Ofer. Ich würde die Frage von einer anderen Richtung hier stellen. Nicht, was wir aus der Geschichte rekonstruieren können, wiederherstellen können, aktualisieren können, sondern was von unserer Situation heute relevant ist und warum wir uns mit diesen Texten noch beschäftigen sollten. In gewisser Weise habe ich ein wenig geschummelt. Es ging ja nicht nur um Mendelssohn und Arendt, es ging, wie Sie ja auch gehört haben, um Kant und Mendelssohn und Arendt. Und Kant hatte ja auch für Arendt eine große Bedeutung. Und das war mir wichtig, um sozusagen zu sehen, wie die Aufklärung von jüdischen Bürgern aufgenommen wurde, die im Falle von Mendelssohn überhaupt noch keine Bürger waren. Das heißt, ist die Aufklärung denn, so wie sie diskutiert wurde, überhaupt etwas für Juden gewesen? Wenn Kant nun sagt, man muss selbstbestimmt mündig sein, setzt es in gewisser Weise voraus, dass man sich diese Selbstbestimmung leisten kann. Man muss sich jetzt mal, wir müssen nicht über Juden sprechen, man muss sich einen Moment vorstellen, ein Sklave sagt, ich werde mich jetzt frei entscheiden, denn Kant hat mir das gesagt. Nun ist das schon ein bisschen schwierig, wenn man zum Beispiel im Amerika dieser Zeit wäre es für Sklaven nicht erlaubt gewesen, lesen und schreiben zu lernen. Genau aus einem solchen Grunde. Das heißt, wir haben eine Rezeption von Mendelssohn, von Kant, von Arendt, von Mendelssohn, die aber immer ein bisschen, wenn ich das so sagen darf, schräg liegt.
Wir haben zum Beispiel zwei Begriffe, die hier irgendwie zusammenkommen. Das eine ist die Akkulturation und das andere ist die Assimilation. Als Mendelssohn versucht hat zu sehen, was er für die jüdische Rezeption oder als jüdische Aufklärung ähm, verstehen kann, ist ja vor allen Dingen von Akkulturation die Rede, von Kultur, von Bildung, von Politur und so weiter. Deutsch sprechen sollte man. Jiddisch, um Gottes Willen, das war eine Sprache für Mendelssohn, das war keine richtige Sprache und so weiter. Der Schritt zur Assimilation folgte danach, weil man ja eigentlich, und da kommt jetzt Arendts Differenz zwischen politischer und sozialem Bereich, man auch als Bildungsjude nicht automatisch Bürger wurde und selbst als Bürger nicht automatisch dann anerkannt wurde. Das heißt, es sind nicht nur einfach Begriffe, es gibt auch die Unterschiede zwischen den Begriffen und die Unterschiede in der jeweiligen Konstellation. Wenn wir uns heute fragen über Assimilation, sind wir in einer ganz anderen Situation, weil man sich fragt, Assimilation zu was? Was ist die Gesellschaft hier heute, der wir uns assimilieren wollen? Wenn ich zum Beispiel von den Vereinigten Staaten spreche, lebe ich in einer Gesellschaft, wo Juden nicht unbedingt, zumindest nicht in der Stadt, in der ich lebe, eine wahre Minderheit sind. Die Frage, was ist jetzt die Mehrheitsgesellschaft, ist nicht unbedingt dieselbe, die sich um 1800 gestellt hat. Komplikationen sind wunderbar und eben die Frage, das ist schön, Sie haben vorhin Kafka erwähnt und dass Arendt sehr oft auch mit kafkaischen Bildern sozusagen gearbeitet hat, auch um jüdische Positionen darzustellen. Ich glaube, das war sie, die mit dem Landvermesser K aus Kafkas Das Schloss gesagt hat. Da steht der Jude quasi zwischen dem Schloss, also zwischen der Obrigkeit und zwischen dem Volk und gehört weder hierher noch, also noch dahin, noch weder hierher noch dahin. Und steht dazwischen und hat eben diese beobachtende Position. Und dieses Jahr zwischendurch, also nochmal mit einem Blick auch nochmal auf heutige Politik, wenn man sich fragt, wenn man über Rechte spricht, zum Beispiel, also Kulturjude ist die eine Sache, Kulturbürger ist was anderes, Bildungsbürger, Bildungsjude. Auch das deutsche Grundgesetz kennt ja den Unterschied zwischen Menschenrechten und Bürgerrechten. Das kennt man auch in verschiedenen Kontexten. Also Menschenrechte ist etwas Universelles und Bürgerrechte ist wiederum eine Einschränkung. Und auf diese Einschränkung würde ich jetzt gerne mit meiner zweiten Frage eingehen. Weil Arendt mit verschiedenen Begriffen wie Vernunft, Geschichte, Religion, Gesetz, Aufklärung, sie zeigt sozusagen die Grenzen zwischen einerseits einem universellen Begreifen der Welt, ja, also sie sagt es bei Lessing, dass sein Begriff von der Aufklärung ist etwas sehr Theologisches, also der Mensch quasi nicht aufgrund seines Tuns sollte er diese oder jene Rechte besitzen, sondern aufgrund des Ebenbilds sozusagen, ebenfalls ein Gedanke, den Arendt oft wiederholt. Also einerseits ein universelles Begreifen der Welt und andererseits ein partikulares Begreifen der Welt. Und zwar über die Jahrhunderte hinweg. Und das ist ebenfalls eine grundlegende jüdische Frage. Wie tradiert man universelles Denken, bewahrt aber gleichzeitig das Partikulare und das ist nochmal, ja, also das bringt uns auch zu sehr aktuellen Fragen. Also wenn wir über Israel oder über jüdisches Leben in Deutschland oder über Verpflichtungen zu Menschenrechten gegenüber Verpflichtungen zu bestimmten nationalen Gebilden, wie hält man was macht Arendt durch Mendelssohn mit dieser Spannung? Auf zwei Sachen, die ich wieder etwas komplizieren möchte.
Zum einen die Position des Juden. Die Position des Juden bei Arendt ist vielleicht nicht unbedingt das, was wir in unserem Gespräch jetzt hier als Position des Juden nehmen. Die ist nämlich gar nicht so selbstverständlich oder gar nicht so selbstverständlich jüdisch. Ich weise darauf hin, dass sie nicht nur Kafka als diese Figur, die Kritik üben kann, weil sie nicht dazugehört und nicht dazugehören will, das ist ja die Sache, sondern auch Charlie Chaplin. Und als Arendt darauf aufmerksam gemacht wurde, ja, Charlie Chaplin ist doch gar kein Jude, sagt, na ja. Und das machte ihr nicht so viel aus. Es ging um diese Position. Das heißt, das Partikulare ist nicht existenziell partikulär bei ihr. Das andere ist die Frage von Lessing. Sie war keine begeisterte Lessing-Leserin. Das heißt, das Universale schön und gut, aber in ihrer Lessing-Rede kritisiert sie ja natternderweise, sagt sie, naja gut, wenn das so mit der Humanität so fantastisch universell wäre, das hätte keinem Juden das Leben gerettet. Das heißt, man müsste doch anders handeln und sich erklären. Das heißt, bei Arendt sehe ich den Unterschied schon ein bisschen anders. Nicht so sehr universell und partikulär, das ist vielleicht die Diskussion, die man im Kontext Omri Böhm und so weiter halten kann, sondern die Frage des Handelns oder des abstrakten Denkens. Und da ist, glaube ich, das Entscheidende auch ihre Kritik an Heidegger. Ihre Kritik an Heidegger, die gleichzeitig, wenn ich so sagen darf, eine Verteidigung von Heidegger ist. Das heißt, eine Kritik von Heidegger, dass Heidegger ist fehlgelaufen, weil er steht nicht in der Welt, er stand nicht in der Welt, der hat nicht verstanden, was sich um ihn herum tut. Er ist in einer Philosophie geblieben, die Arendt, als sie sich bewusst als Politikwissenschaftlerin oder Political Scientist entschieden hat, ablehnt als etwas, das in den Wolken steht. Es gibt sogar ein Gedicht, das sie geschrieben hat über Heidegger, Heidegger der Fuchs, der in seinem Bau bleibt und nicht rauskommt, der nicht weiß, wie die Welt aussieht. Das ist natürlich eine verheerende Verteidigung von Heidegger, eine Unschuld des Nichtswissens, weil man nicht wissen kann in dem, was man macht. Aber das ist für sie irgendwie so der Punkt, wo sie sagt, wir müssen das Handeln in den Vordergrund stellen und politisch sein. Und die politische Situation des Individuums ist wichtig, wie sie sich einordnet. Zwischen dem Partikulären und dem Universellen? Wie man sich, ja, vielleicht, aber vor allen Dingen, wie man in der Welt steht. Das heißt, wie man in der Welt steht und handelt. Wenn Sie das als universell bezeichnen wollen, fein. Aber vor allen Dingen diese Verantwortung übernehmen. Das, was sie als wirklich tragisch einsah, ist Weltlosigkeit. Und diese Weltlosigkeit ist so die schärfste Kritik des Nichtwissens, des sich total vom politischen Geschehen absondern. Und das ist, glaube ich, etwas, das wir in unserer Wirklichkeit auch heute uns vor Augen halten sollen. Also hier muss ich, bevor ich nochmal an unser Publikum appelliere, Ihre Fragen zu stellen. Inwieweit? Dass wir immer wissen, was unsere Position ist, als wer wir sprechen und was wir damit bewirken und welche Verantwortung wir damit übernehmen.
Das ist nicht unbedingt eine Frage unserer Identität, aber unserer Verantwortlichkeit des Handelns. Aber da kommt natürlich die Frage der Fremdbestimmung. Eine Frage, die Arendt auch hier wiederholt. Die sagt, die Aufklärung ist die nicht-jüdische Welt, sie bestimmt aber über, also der Jude, die Jüdin stehen ihr gegenüber, werden von ihr fremdbestimmt. Also Daniel Wildmann hat es ebenfalls nochmal erwähnt, dass im Rahmen unserer Reihe hier wir auch über Max Horkheimer geredet haben, der also über die Möglichkeit geredet hat, über die Fremdbestimmung, die man als Jude erfährt, geschweige denn Jeanne Marie. Ja? Also Jeanne Marie redet über die Fremdbestimmung, die eigentlich der Staat Israel für jüdisches Leben in Europa, vor allem nach 1967, nach dem Sechstagekrieg, bedeutet. Wie kann man dieser Fremdbestimmung gegenüber agieren und trotzdem sich seiner Position bewusst sein, politisch aktiv sein im Arendtschen Sinne? Ich glaube, Sie haben zwei verschiedene Fragen gestellt. Das kann gut sein. Die eine Frage ist der Gegensatz zwischen Aufklärung und Judentum. Das ist scheinbar im Titel eines Aufsatzes wie Aufklärung und Judenfrage enthalten, würde aber implizieren, dass sich Arendt deutlich gegen die Aufklärung als Ganze an sich wendet. Und das ist ja nicht ganz der Fall. Sie ist ja eine Kant-Leserin und hat sich auch mit anderen Schriften der Aufklärung befasst. Es ist eher die Frage, was ist an der Aufklärung schiefgelaufen? Wo war die Aufklärung nicht genügend? Wo war die Aufklärung nicht für jene bestimmt, die nicht selbstmündig sein konnten und so weiter? Das ist ja eine Frage, die hat auch Adorno, Horkheimer und alle anderen beschäftigt. Das waren ja nicht Nicht-Aufklärer. Auch Jean Amery war nicht ein Nicht-Aufklärer. Man hat nur überlegt, wie konnte es sein, dass das Projekt gescheitert ist? Was man erlebt hat, ist das Scheitern eines Projektes. Was unwahrscheinlich aktuell ist für unsere Zeit. Ja, ja. Und wir wissen immer noch nicht, was zu retten ist und wie man weitermachen kann. Heißt es, wir tradieren Muster aus der Geschichte? Also Arendt schaut auf die Aufklärung von Mendelssohn und Kant, fragt sich, was schiefgelaufen ist. Womöglich konnte man sich oder wollte man nicht vorstellen, dass Menschen nicht nur nach der Mündigkeit ihre Hand ausstrecken, sondern dass es Menschen, Kollektive, Nationen geben wird, die von der Mündigkeit fliehen, die diese Mündigkeit auf sich nicht aufnehmen wollen. Sie fragt es mit Blick auf Mendelssohn und wir fragen es uns mit Blick auf Arendt und auf Mendelssohn. Ja, und wir stellen auch fest, dass die Antworten, warum es gescheitert ist, sehr unterschiedlich sind. Die Antwort, die Adorno Horkheimer gibt, ist vielleicht abstrakter. Das ist der Mythos, der in der Aufklärung. Arendt ist der viel konkreter. Sagt, die war nie für alle Leute da, die Aufklärung. Die hat sofort den sozialen Bereich vom Politischen geschieden und so weiter. Die Antworten sind anders. Was gemeinsam ist, ist das Erkennen des Scheiterns. Und das immer wieder in der Tat das Ziehen, also der Versuch mit dem Blick, also mit den Schichten der Zeit, also nochmal die Schichten der Zeit, ich glaube, das ist ebenfalls ein schöner Begriff von Horace aus Lieu de Mémoire, immer wieder zu versuchen, eben dann doch die Erkenntnisse zu vermehren, um das Scheitern zu erkennen, aber auch sich diesem Scheitern zu widersetzen. Es heißt nur, dass wir uns überlegen sollen, was es ist, was wir machen. Und ich glaube, das Interessante ist schon der Wechsel zwischen Aufklärung als Begriff bei Kant und Aufklären als Prozess bei Mendelssohn.
womit dann auch die Geschichte als Erzieherin, ja, also die Erziehung durch die Geschichte womöglich, was ebenfalls in dem, sowohl bei Mendelssohn als auch bei Arendt vorkommt, kritisch beobachtet. Nichts Abgeschlossenes und ein Prozess und etwas, an dem man konstant arbeiten muss und der vor allen Dingen die Person als Akteur immer einbezieht. Dann vielleicht ist der Gedanke mit dem Satz, והגדת לבנך, בכל דור ודור, in jeder Generation muss man neu sich diesen Gedanken vorstellen, als ob man einen bestimmten Weg, einen bestimmten inneren Prozess vom Sklaven zum freien Menschen, vom Unmündigen zum mündigen Menschen. Von daher ist es vielleicht doch die Rettung, ja, zumindest einer jüdischen Tradition, die Arendt und In einer jüdischen Tradition, es ist nur auch jederzeit anders, wer Sklave ist. Diese Grenzen ändern sich. Das wissen wir ja heute in den politischen Situationen. Und das andere ist, vielleicht geht das heute sogar ein bisschen schneller als von einer Generation zur anderen. Wir sagen ja meistens in 7 Jahre oder so, aber manchmal kommt mir das vor, dass es in sehr viel kürzeren Abständen schon umgedacht werden kann. Es ist ein Prozess, an dem man arbeiten muss und der vor allen Dingen deutlich macht, wie widersprüchlich die Aufklärung von Anbeginn an gedacht wurde. ich habe hier eine Frage ich würde sagen, aus dem Fachpublikum von unserer Kollegin Anna Pollmann. Die fragt, wie würden Sie derzeit in der Krise der liberalen Demokratien, wo Universitäten und Wissenschaft immer mehr zum Ziel von politischer Intervention werden, die Möglichkeit einschätzen, Arendt, die jüdische Tradition oder auch die kritische Theorie retten zu können? Da haben wir wieder den Prozess sozusagen. Wenn ich nach den Universitäten gefragt werde, möchte ich jetzt auf verschiedene Weise differenzieren. Das eine ist der Erhalt der Institution. Und Sie wissen selbst, dass wir im Augenblick in den Vereinigten Staaten sehr darum bemüht sind, die Unabhängigkeit der Institution zu erhalten, um gerade weiterdenken zu können. Es ist zum ersten Mal für mich in meiner Erfahrung so deutlich, wie sich eine Staats- oder Regierungsmacht in Opposition zu einer Institution setzt, die bei uns zumindest im Unterschied zu Deutschland nicht unbedingt immer eine staatliche Institution ist, sondern private Institution ist. Das heißt, wie man sich Denk- und Redefreiheit an einer Universität erhalten kann. Es gibt aber auch ein anderes Problem. Und das andere Problem ist nicht so sehr durch die augenblickliche Regierungsmacht bestimmt, sondern durch die Stellung der Geisteswissenschaften. Und kritisches Denken ist für mich das Zentrum der Geisteswissenschaften. Die Geisteswissenschaften selbst sind im Augenblick in großer Gefahr. Und die sind nicht nur in großer Gefahr durch staatliche Interventionen, sondern auch dadurch, dass auf der einen Seite sehr viele der Studierenden, die bei uns beginnen, denken, dass sie vielleicht eher Finanzwissenschaften studieren sollten oder Computerwissenschaften, um sich dann einen Lebensstil ermöglichen zu können, den man mit den Geisteswissenschaften vielleicht nicht machen kann. Und vielleicht nicht erkennt, dass die Geisteswissenschaften auch eine Art Grundlagenwissenschaften bieten können des kritischen Denkens, dass es erst möglich macht, kreativ zu denken. Und das hat zur Folge, dass auf der einen Seite Gelder gekürzt werden, die Abteilungen zusammengelegt werden, zum Teil verschwinden. Sie wissen, dass in einigen Bereichen durch ökonomische Planung oder wie auch immer
nicht nur Abteilungen zugemacht werden, sondern auch ganze Doktorandenprogramme selbst an der University of Chicago gestrichen wurden oder pausieren, wie es heute heißt. Und auf der anderen Seite, dass sehr viele, die lehren bei uns, und die Lehrfreiheit bei uns hat auch eine Freiheit, die es in Deutschland nicht gibt. Das heißt, wenn Sie in Deutschland beamtet sind an einer Universität, sind Sie in einem gewissen Bereich beamtet. Sagen wir Romanistik oder Kunstwissenschaft. Wenn Sie bei uns an einer amerikanischen Universität Tenure haben, können Sie sich praktisch Ihren Forschungsbereich selbst aussuchen. Das heißt, wenn Sie in einem gewissen Bereich angestellt sind, heißt das nicht, dass Sie in diesem Bereich weiterforschen, und sehr viele der Professoren dann wechseln und sich für andere Bereiche entscheiden, die vielleicht politisch wichtig sind, wie Umweltforschung und so weiter. Nicht nur vielleicht, sondern sicherlich. Aber dann die Geisteswissenschaften als in ihrer Art zurücklassen, sodass wir wiederum nicht die Fakultät haben, nicht die Studenten haben und dann die Gelder auch verschwinden. Das heißt, es trocknet aus, und das ist bei uns eine richtige Gefahr. Ich sehe das übrigens auch in Ansätzen in Deutschland, wo Abteilungen geschlossen werden. Und was Deutschland noch ein bisschen mehr hält, ist die Lehrerausbildung an den Universitäten. Also die Wechselwirkung zwischen den Geisteswissenschaften und kapitalistischem Denken, ja, also es ist ja eine Wechselwirkung. Es ist nicht nur, dass die Studierenden dann Germanistik studieren, aber eigentlich BWL im Kopf haben, sondern das hatten wir bei dem letzten Gespräch übrigens mit Eva Illouz, was macht kapitalistisches Denken angewandt quasi an die Geisteswissenschaften, also der Wille quasi, sich im Wettbewerb zu behaupten. Und der öffentliche Angriff auf Institutionen. Wie gesagt, wir haben heute eine Philadelphia, Berlin, Tel Aviv Veranstaltung, ist leider auch hier aus Israel bestens bekannt. Vielleicht als letzte Frage mit Blick auf die Zeit. Sinja Rosbach, ebenfalls eine Kollegin, fragt hier, warum scheitern wir, ein interessantes Wort übrigens, Sinje, wir, also ja, über dieses Wir haben wir auch im Laufe dieser Reihe mehrfach geredet, ja, kollektive Ein- und Ausgrenzung. Warum scheitern wir dann heute angesichts rechter, antiaufklärerischer, autoritärer Kräfte, die sich in den USA und Europa Einfluss verschaffen? Warum scheitern wir, Liliane? Scheitern wir und warum? Ich bin sicher, wir scheitern. Was ich nicht verstehe, ist die große Anzahl der Wähler, die sich für diese Parteien, Entschuldigung, entscheiden. Das heißt, es ist nicht nur die Frage, wer regiert, sondern es ist auch für mich die Frage, welchen Zuspruch sie finden. Das ist für mich, ich nehme das zum Teil sehr persönlich, weil als Lehrende versucht man ja, die nächsten Generationen zu beeinflussen. Ich hoffe, dass die Leute, mit denen ich zu tun habe, diese Partei nicht wählen. Aber es ist ein Scheitern. Warum es so ist, ich weiß es nicht. Es hängt wahrscheinlich sehr viel mit Ängsten zusammen, die gewisse politische Dinge auslösen, wie Immigration und so weiter. Aber verstehen tue ich es nicht. Wenn ich es verstehen würde, wäre ich vielleicht etwas glücklicher, aber ich bin es nicht. Ich will nur sagen, es ist ein Phänomen, mit dem ich wahrscheinlich im Augenblick deutlicher lebe als Sie, das aber nicht und deswegen etwas verzweifelter bin. Deswegen auch verzweifelter bin, es nicht zu verstehen. Ich muss aber gleichzeitig sagen, es ist ein internationales Phänomen.
ich weiß, dass ich im letzten Semester in Halle unterrichtet habe, an der Universität alles ganz wunderbar, so wie ich mich begonnen habe, mit Leuten in Restaurants oder Geschäften zu unterhalten, ist mir deutlich geworden, dass es eine Spaltung in der Gesellschaft gibt. Wir leben vielleicht in einem Elfenbeinturm nicht der Art, dass wir esoterische Sachen machen, aber dass wir uns mit Leuten vor allen Dingen unterhalten, die in einem gewissen Rahmen ähnliche politische Ziele haben und nicht sehen, wie der Rest der Bevölkerung dann reagiert, und ich verstehe es nicht. Also Sie sehen mein Scheitern hier. Aber auch Scheitern ist ein Prozess. Und ich glaube, da wir heute die letzte Veranstaltung unserer Reihe haben, würde ich sagen, zumindest sieht man, dass das Festhalten dieses Prozesses im Text, zumindest also diesen Prozess unterstützt, dass dann bestimmte Gedanken wieder aufgegriffen werden können, tradiert werden können, dass man immer besser scheitert. Damit zitiere ich jemanden, ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber immer besser zu scheitern ist wichtig. Deshalb Ja, nächste Reihe über Messianismus. genau, das ist die perfekte Vorlage, als ob es orchestriert wäre, ist es aber nicht, liebes Publikum. Ich denke, es ist orchestriert. Zum Teil. Aber in erster Stelle bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen, liebe Liliane Weisberg, für das Gespräch, für Ihre Ideen, für die Inspiration, für das bessere Scheitern, das wir gemeinsam betreiben. Und nochmal an dieser Stelle von mir persönlich einen ganz herzlichen Dank an Daniel Wildmann, Anna Pollmann und Sinja Rosbach und das gesamte Team des Jüdischen Museums Berlin, der Akademie des Museums, für diese Reihe, die uns über Monate begleitet hat. Für Sie, liebes Publikum, kann ich sagen, dass alle Mitschnitte, all unsere Gespräche, falls Sie sie irgendwie verpasst haben sollten, Sie sind auf der Homepage des Jüdischen Museums Berlin wiederzufinden, wie auch natürlich auf dem YouTube-Kanal des Museums. Mit dieser Reihe ist es vorbei, aber im März geht es weiter mit einer neuen DLS, Digital Lecture Series Reihe zum Thema Migration und Menschenrechte aus jüdischer Perspektive. Das heißt, wenn Sie den Newsletter des Jüdischen Museums Berlin abonnieren, was ich Ihnen herzlichst empfehle, können Sie sich dann rechtzeitig informieren, wenn die neue Reihe beginnt. An dieser Stelle bedanke ich mich ganz herzlich nochmal bei Ihnen, liebe Liliane Weisberg, beim Team des Jüdischen Museums, bei Ihnen, liebes Publikum. Und aus Tel Aviv wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und alles Gute. Auf Wiedersehen. Gute und schönen Dank von mir auch, Ope. Dankeschön.